Herzlich willkommen zu unserem ersten Digital Talk. Ich begrüße Sandra Wagner, Vice President Sales und Marketing. Sandra, warum hast du dieses Format ins Leben gerufen? Ja, im Grunde genommen vor allen Dingen deswegen, weil ich insbesondere in den letzten Monaten unglaublich viele Gespräche mit Kunden hatte, mit Unternehmen hatte, die auch im Maschinenbau tätig sind, und uns alle treibt das Gleiche um, nämlich die Digitalisierung. Und dann tauscht man sich natürlich aus, man bespricht Projekte, man guckt mal, Mensch, wie macht der eine oder der andere das, man lernt voneinander, kriegt gute Impulse. Und das war so ein bisschen auch der Gedankenanstoß, um zu sagen, lasst uns versuchen, da was auf die Beine zu stellen, wo wir diesen Austausch fördern, voneinander lernen können und vielleicht auch das eine oder andere spannende neue Produkt, spannende neue Feature oder auch spannende neue digitale Geschäftsmodell erkunden können. Beschreib doch ganz kurz mal deinen Arbeitsalltag. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Also mein klassischer Arbeitsalltag eben im Vertrieb und im Marketing, der ist natürlich geprägt von sehr, sehr vielen kundenbezogenen Themen, aber auch, weil ich zusätzlich mich auch um das Projekt Kyana bei uns im Hause kümmere, um die Themen, wie digital können wir werden, in welche Richtung gehen wir da, wie binden wir dort auch den Vertrieb und vor allen Dingen den Kunden ein und ganz klar, wie unterstützen wir marketingseitig genau diese Strategie und auch genau diese Richtung. Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört, wie dein Arbeitsalltag so ausschaut. Magst du uns noch kurz erzählen, wie dein Werdegang hier war? Ja, also ich komme ursprünglich aus dem IT-Bereich, habe da lange Jahre gearbeitet in verschiedensten Funktionen, habe dann in die Branche Kennzeichnung gewechselt, also was völlig anderes als der IT-Bereich, und bin seit ungefähr 10 Jahren hier bei uns im Hause bei König und Bauer Coding. Und was ich so spannend finde an dieser Branche, wenn ich es jetzt mal vergleiche, auch mit der IT, ist, man sieht einfach, wie Dinge gemacht werden. Also jedes Mal, wenn ich zum Kunden gehe, kriege ich irgendwie mit, wie wird eine Schokolade gemacht, wie schnell werden Getränke abgefüllt, wie schnell wird ein Kabel gekennzeichnet, welche Sicherheitsfeatures sind bei Automobilzuliefererteilen. Also es ist ein bisschen so, wie wenn man immer wieder eine Produktionsführung bekommt und ganz, ganz hautnah dran ist, wie unsere Alltagsgegenstände, unsere Gebrauchsgegenstände hergestellt werden, wie komplex das zum Teil auch ist. Und ich glaube, das ist auch die Faszination, warum ich dann im Grunde genommen im Maschinenbau geblieben bin und warum ich jetzt auch meine IT-Kenntnisse mit einbringen kann, denn im Bereich der Digitalisierung hilft es natürlich sehr, dass ich da schon so ein bisschen Vorkenntnisse habe. Wo siehst du die König und Bauer Coding in 10 Jahren? Ich denke, dass wir mehr und mehr ein Softwareunternehmen werden. Natürlich spielt die Hardware eine große Rolle, die wir auch weiterhin brauchen werden, aber ich glaube, der Kunde und auch der Markt erwarten von uns, dass wir unsere Geräte bestücken mit cleverer Software, die am Ende dazu beitragen, dass der Arbeitsalltag unserer Kunden leichter wird, dass wir unterstützen auch bei Datenanalysen und dass wir im Grunde genommen eben genau um diese Features erreichen zu können, um genau diese Marktanforderungen erreichen zu können, deutlich mehr im Bereich der Software unterwegs sind, als wir es vielleicht heute sind. Und das ist für mich auch ein ganz klarer Trend generell in der Branche Maschinenbau, dass eben der Schwerpunkt auf Software, auf clevere Lösungen, auf digitale Geschäftsmodelle im Vordergrund stehen werden. Und in 10 Jahren sehe ich uns da ganz deutlich auch ganz vorne. Jetzt hast du uns einen super Ausblick gegeben. Wie glaubst du, können wir diese neuen Technologien optimiert nutzen? Ich denke, man muss vor allen Dingen die Leute mitnehmen. Man muss vielleicht auch die Angst davor nehmen, dass solche Technologien Arbeitsplätze kosten. Ich glaube eher, dass sie Arbeitsplätze schaffen. Und ich glaube, dass digitale Technologien, sei das eine künstliche Intelligenz oder Augmented Reality oder auch eine Virtual Reality, dass die einfach dazu dienen können, Routineaufgaben an, ich sag mal, eine solche Intelligenz auszulagern. Und das, was uns Menschen ausmacht, nämlich die Analyse, das schnelle Beobachten, vielleicht auch mal vorab einen Fehler zu entdecken oder ähnliche Dinge, dass das deutlich mehr im Vordergrund stehen wird und somit unser Arbeitsalltag gelöst sein wird von Routineaufgaben und ich sag mal mehr unsere Kreativität, unser Miteinander, unsere Kommunikation im Vordergrund stehen. Und ich glaube, da können solche Technologien uns, aber auch den Kunden helfen, damit wir alle am Ende uns auf das Wesentliche konzentrieren können, nämlich gute Produkte herzustellen und weniger die Routineaufgaben, die eben auch momentan noch dazugehören. Jetzt hast du wahnsinnig viele Chancen schon genannt, die wir in der Zukunft haben. Siehst du irgendwelche Schwierigkeiten? Ja, also es ist noch ein weiter Weg dahin zu gehen. Also wir alle wissen, Netzausbau ist noch ein Thema generell in Deutschland, wo wir was tun müssen.
auch die Akzeptanz zu sagen, ich möchte eine vernetzte Produktion, ich möchte Industrie 4.0, ich stelle meinen Mitarbeitern zum Beispiel ein Tablet oder ein Handy zur Verfügung, um den Arbeitsalltag zu erleichtern, auch innerhalb der Produktion. Das sind sicherlich alles Themen, die wir noch angehen müssen, genauso wie wir auch unser Know-how ausbauen müssen, was diese Technologien betrifft. Und das sind sicherlich Hürden, die noch zu nehmen sind, die aber definitiv nicht unmöglich sind, weil der Mehrwert dahinter einfach groß genug ist, um auch zu sagen, wir gehen in dieses spannende neue Zeitalter und wir gehen da mit voller Kraft voraus und wir versuchen da auch unseren Beitrag zu leisten und alle miteinander eben auch offen und aufgeschlossen damit umzugehen. Mit Blick auf dieses neue Zeitalter, wo setzt du in den nächsten 12 Monaten, sagen wir mal, die Schwerpunkte? Also in meinem Bereich ist es sicherlich die Weiterentwicklung von Kyana, unserer künstlichen Intelligenz, die sich ja jetzt mit großen Schritten in Richtung Predictive Maintenance bewegt. Aber da kommen natürlich auch noch weitere Dinge dazu, denn sie soll ja eine wirklich künstliche Intelligenz sein. Das heißt, sie soll absolut unterstützen, ein virtueller Assistent sein. Und das sind für mich auch, was den Bereich Digitalisierung betrifft, in den nächsten 12 Monaten ganz klare Fokusthemen und auch ganz klare Schritte, die wir da erreichen wollen, um dieses Produkt vollumfänglich in 12 Monaten so weit zu haben, dass es hoffentlich bei unseren Kunden absolute Begeisterung auslöst. Vielen Dank. Gerne.